Wollt ihr wissen, was ich mit dem Haufen Zeugs hier vorhabe? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen, ich sage jetzt mal How-To. Dann kann ich es in diese Liste reinschmeißen und muss nicht irgendwie eine separate Playlist machen, nur für das eine Video. Es geht heute darum, wie es so ein bisschen mit meiner Schutzausrüstung aussieht. Da ich jetzt doch diverse Male ein paar Sachen verändern musste, auswechseln musste, aus verschiedenen Gründen. Zumal vorab am allerschlimmsten ist es, da ich halt wirklich extrem viel zugenommen habe in der letzten Zeit. Da passte mir sehr vieles nicht mehr, was ich so am Anfang gekauft hatte. Und das andere ist, ja, doch Fehlkäufe. Das muss ich halt schon eingestehen. Ich habe halt am Anfang, wo ich mit dem Motorrad angefangen habe, mich eher so ein bisschen auf die günstigeren Varianten so fokussiert, weil ich einfach zuerst mal schauen wollte, ob ich überhaupt da längere Zeit dran bleibe. Sprich, ob mir wirklich das Motorradfahren Spaß macht, ob ich da am Ball bleibe oder ob ich irgendwie aufhöre oder so. Und da wollte ich halt anfangs nicht allzu viel Geld ausgeben. Und das andere ist halt, ich wusste nicht genau, auf was ich so achten soll. Ja, probieren oder studieren geht über probieren, sagen wir es mal so. Und da habe ich einfach ein bisschen mich an ein paar Sachen rangetastet und geguckt, was passt mir, was ist bequem und was schützt, was ist qualitativ gut und was kann ich auch längere Zeit auch gebrauchen, ohne dass ich irgendwie ständig irgendetwas auswechseln muss. Und ich denke, ich fange mal von unten nach oben an, zeige euch mal, was ich so hatte, wieso ich sie nicht mehr habe und ja, zu was ich jetzt gekommen bin und dabei auch bleiben werde. Ich denke mal, wir könnten mal mit meinen alten Schuhen anfangen. Die habe ich hier. Und zwar sind die von Corse. Ist halt wirklich eher eine günstigere Marke und gibt es zum Beispiel bei XL Moto. An und für sich bequem sind sie schon. Ich finde halt auch sehr cool, dass die einen Reißverschluss haben. Da kommt man halt ziemlich schnell rein und wieder raus. Sind auch ziemlich hart und stabil. Das Problem aber ist bei denen, sie lösen sich auf. Ich habe sie jetzt, ich glaube 2 Saison lang habe ich sie getragen. Also hier geht halt alles, jetzt bei dem nicht so, aber ich glaube der war es. Ja, da geht halt alles auf. Hier und hier, da und am allerschlimmsten hier. Und das ist echt übel. Sorry Leute, nach 2 Saisons, ja, sollte da schon ein bisschen besser irgendwie halten, das Zeug. Aus diesem Grund habe ich die halt ausgewechselt. Habe hier von Alpinestars, ich glaube Chrome heißen die, ja Chrome, kann man hier noch sehen, habe ich mir besorgt. Man merkt halt schon, die Verarbeitung ist halt doch besser. Es sitzt alles. Ich muss halt einfach sagen,
der Schnitt ist halt doch um einiges kleiner, als man gewöhnt ist. Ich trage normalerweise etwa 42. Kommt halt immer so ein bisschen auf den Schnitt drauf an. Und der hier ist 42,5 und es geht gerade so. Also vielleicht eine halbe Nummer oder eventuell sogar eine halbe Nummer größer wäre schöner. Aber es geht. Ja, schade ist halt einfach bei dem, dass der keinen Reißverschluss dran hat. Aber man kommt halt gleich noch, also ich habe halt so elastische Schuhbänder habe ich rangetan und dann kommt man halt ziemlich gut ran. Und dann kann man es halt hier auch noch einfach ein bisschen fester um das Fußgelenk knüpfen. Ja, was ist? Da, komm. Hast du da? Ja. Und dann ist er auch am Fußgelenk ein bisschen fester dran, so dass es nicht irgendwie wegfliegt oder so. Und sind sehr bequem. Gefallen mir echt gut. Ich weiß gar nicht, steht hier irgendwie da von irgendwelcher Norm? Nö. Außerdem hier noch so mit Leuchtdingen, also wenn da irgendwie Scheinwerfer dann leuchten, dann sieht man das auch. Zwar ein bisschen klein, aber ich denke, das sieht man dann doch ziemlich fest. Das wären mal die Schuhe. Kommen wir doch mal zu den Hosen. Das ist, wie hieß der? Volero. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich hab gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Den habe ich von Amazon. Ich hatte früher einen schwarzen. Ich glaube, der war auch von Kors. Da hatte ich auch schon ein paar Gebrauchsspuren dran. Ja, allzu bequem waren die auch nicht so. Das andere war, ich habe halt am Bauchumfang ziemlich viel zugenommen. Und so war dann der für mich ein bisschen zu klein. Also musste ich es austauschen. Und der ist jetzt nun in XL. Das Praktische ist halt, dass es halt hier einen Reißverschluss hat und dann kann man halt die Protektoren ziemlich schnell raus oder reintun. Außerdem ziemlich stretchy, ist halt auch cool. Es reicht gerade so. Mit Hüftprotektoren dran, also kann man ranmachen. Auch hier stretchy. Also wenn man dann irgendwie drauf sitzt, dann dehnt es sich ein bisschen aus und das gefällt mir sehr. Das macht es wirklich ziemlich bequem. Und es hat halt wirklich einfach an den Stellen, wo man halt eher Bodenkontakt hat, ist es halt mit verstärkt Zusatzstoffe dran. So Po-Bereich, Knien, an den Hüften. Sollte auch was sein. Oder auch nicht. Ja, einziger Nachteil, diese Druckknöpfe. Die nerven schon ein bisschen. Hier. Aber nicht allzu schlimm. Sie sind halt doch recht flach, aber trotzdem. Ja, wenn man halt irgendwie sich am Motorrad irgendwie anlehnt oder so, muss man halt einfach wissen, man hat Druckknöpfe am Hintern dran. Verkratzungsgefahr, das ist halt ein bisschen, doof. Ich habe halt hier so Hosenträger dran, weil ich halt keinen Gurt haben möchte. Ist halt irgendwie bequemer. Ja. Sieht halt vielleicht ein bisschen doof aus, aber es ist halt um einiges bequemer. Dann. Jetzt habe ich dich zugesperrt. Hä? Ja. Was du doch weg willst. Nierengurt. Keine Ahnung, die einen sagen, es ist wichtig, die anderen sagen, nee, ist nicht so schlimm.
Man kann wirklich, also keine Ahnung, entweder ist man diese Partei oder diese Partei, aber ich finde halt einfach, man sollte doch irgendwie den Rücken schützen. Ist egal, ob ihr jetzt da einen Rückenpanzer habt oder halt ja so einen Nierengurt. Mir geht es halt auch ein bisschen um die Kälte abzuschirmen, also dass da irgendwie kein kalter Wind rankommt und dann irgendwie eine Entzündung oder so hat. Also es geht mir eigentlich wirklich eher darum, um die Nieren warm zu halten. Ich denke nicht, dass irgendwie bei einem Unfall ja so ein kleiner Protektor irgendwie, gut, die anderen sind auch klein, ja, allzu fest was machen kann, keine Ahnung. Es ist zwar schon stabil, aber ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es wärmt wirklich den Kreuzbereich und das gefällt mir. Wiederum hat es auch eine gewisse Stützfunktion. Also ich sitze länger gerade auf dem Motorrad und nicht irgendwie, ja, also einen krummen Kreuz irgendwie habe. Was das angeht, finde ich es halt schon recht gut. Und das ist halt von Acerbise. Auch wieder so LXL. Natürlich mit dehnbaren Teilen dran, wo es sich dann auch um den Bauchumfang irgendwie anpasst oder so. Also ich finde es praktisch. Weil ich merke auch wirklich, also ich bin auch schon ohne gefahren und da habe ich dann auch wirklich, vor allem wenn dann du auf die Pässe gehst, auf die Berge und dort ist es dann irgendwie doch um 10, 15 Grad kälter als irgendwie in der Stadt unten. Dann merkt man das am Rücken dann schon irgendwann. Also muss ich schon gestehen. Und deswegen super Sache. Wenn wir schon irgendwie Protektoren oder ja, Schutz haben oder reden, kann ich euch mal meine Protektoren zeigen. Die meisten, die ich irgendwie verbaut habe, sei es in den Hosen oder auch in den Jacken, also am Ellbogen oder so, sind von D30. Die ich jetzt hier dran habe, sind Level 2. Aber, also wirklich, also gut, ich hatte bis jetzt keine gröberen Unfälle oder das, also ich hatte noch gar keinen Unfall. Außer dass ich einmal das Motorrad hingelegt habe, aber mir selber ist nichts passiert. Also hoffe, das bleibt auch so. Aber ich denke, so für die Straßen sollten die reichen. Klar, besser geht es immer. Protektoren sind erschwinglich, nicht allzu teuer, nicht irgendwie günstiges Zeug. Also man kann es wirklich gebrauchen. Klar, also irgendwie auf der Strecke oder so, da würde ich dann schon die besseren nehmen, ganz klar. Und dann habe ich halt, da ich ja von Alpinestars Sachen gekauft habe, wurden die halt mitgeliefert. Steht zwar schon Level 1, aber ganz ehrlich Leute, ich traue den nicht so. Also gut, ich habe sie auch verbaut. Also ich habe die zum Beispiel an den Knien, weil dann, ja, wenn man halt irgendwie angewinkelt auf dem Motorrad ist und so etwas Hartes hat, dann ist es doch ein bisschen nervig. Und da spürt man halt die weniger. Aber so an den Ellbogen oder an den Schultern habe ich die zum Beispiel rausgenommen und da habe ich die anderen rangetan, die dicker sind und wirklich so eine Schale gibt. Ich kann sie leider nicht rausnehmen, also was das angeht, ist es echt traurig bei Alpinestars. Das ist so knifflig, die von der Jacke rauszunehmen oder auszutauschen. Das ist echt heavy. Ein Riesenlabyrinth und wirklich ein Kraftakt. Also ich habe allein für 4 Protektoren rauszunehmen und wieder reinzutun fast eine Stunde gebraucht.
Das ist echt kacke. Eben an den Hüften und an den Knien würde ich sagen, ja, kann man die antun. Dann ist das ein bisschen bequemer. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann mir mal jemand sagen, der irgendwie Erfahrung hat damit, was ihr dazu sagt. Einfach in die Kommentare ballern. Für den Rücken bei beiden Jacken, also ich habe ja einen Hoodie und eine Jacke, habe ich auch den von Alpinestars. Das ist auch eine Level 2 Rückenprotektor, die man halt in die Jacke reinstopfen kann. Sie ist halt wirklich, sie ist extrem leicht. Also ich hatte von D30 eine, die habe ich jetzt bei meiner alten Jacke drin. Falls mal jemand mit mir mitkommt und selber keine Ausrüstung hat, lehne ich halt meine an die alten aus. Dort habe ich halt die D30 Rückenprotektor habe ich eingebaut und der ist halt doch um einiges schwerer und der ist wirklich gar nicht. Das Coole ist, auf der Innenseite hat das Schaumstoff drin, ganz weich. Vielleicht mit der näheren Kamera kann man es sehen eventuell. Also es ist sowieso, kennt ihr diese Kissen und Matratzen mit Memory Foam? Und die sind auch irgendwie wie so etwas und das macht es doch recht bequem. Keine Ahnung, hier steht nichts drauf vom Gewicht. Nee. Und halt mit den Löchern ist es halt auch cool, dass halt irgendwie die warme Luft irgendwie ausweichen oder durchtreten kann. Kommen wir mal zu den Jacken. Also für die wärmeren Tage habe ich einen Hoodie. Der ist auch, sag mal so, halbwegs luftdurchlässig. So. Könnt ihr mal einmal hier so gucken. Ist auch halt von Alpinestars. Mal so. Und hier irgendwie von der Nähe. Mit Reißverschlüssen. Also eine Tasche mit Reißverschluss. Und dann habt ihr noch eine normale Tasche. Auf der anderen Seite dasselbe. Ah ne, der hat keinen Reißverschluss. Bei dem ist nur eine normale Tasche. Aber das Coole ist, man hat wirklich eine sehr große Innentasche. Da passt wirklich ziemlich viel Zeugs rein. Ich habe zum Beispiel so für die Konzentration habe ich so Magnesiumsticks oder hier Dextro, aber auch Visierreiniger. Dann hat man eben hier die Tasche, wo man, kann ich sonst gleich mal vorführen, wo man halt die kleineren, also man kann hier die etwas kleineren Protektoren reintun oder halt hier, zack, kann man halt die etwas größeren dran machen. Aber der da passt hier rein. Der ist wirklich gleich perfekt dafür. Kann man so reinschieben. Und da es ja auch ziemlich beweglich ist, sitzt er halt, also kann man es wirklich schön reinschieben. Und so hätte man dann das auch. Gibt auch noch irgendwie eine Kapuze für das, aber der hat mich eher gestört. Und ja, braucht man irgendwie. Braucht man nicht. Ansonsten, also wirklich die Reißverschlüsse gehen sehr gut. Auf und zu. Auch der Stoff ist wirklich gut. Also fühlt sich sehr, sehr gut an. Ah ja, und hier habe ich zum Beispiel auch die von Alpinestars habe ich drin, weil die kriege ich, glaube ich, nicht einmal raus. Und es ist halt ein bisschen bequemer, weil es so dünn ist. Das hat schon hat irgendwie einen Vorteil. Eben Nachteile kann ich halt noch nicht sagen.
weil ich nie auf die Schnauze gefallen bin. Ja. Für etwas kältere Tage habe ich hier auch von Alpinestars. Übrigens, das ist auch die Chrome-Variante, soweit ich weiß. Und dann habe ich hier Alpinestars, die SPS, eine Textiljacke. Man hat auch noch einen Innenfutter für noch kältere Tage. Aber man hat schon auch ohne die Innenjacke ziemlich warm. Ich bin jetzt ein paar Mal mit der gefahren und ich hatte nie einen Pulli drunter. Entweder ein Thermoleibchen oder halt wirklich T-Shirt. Weil, also wirklich, man hat sehr warm. Und das Coole ist, dass man hier auch noch die Hosen ranmachen kann. Dann kann man halt diesen Teil entfernen und dann die Hose ran. Geht auch. Man hat hier noch einen Reißverschluss, wo man ein größeres Zeug irgendwie ran machen kann. Hier so Schlaufen, damit der Wind irgendwie reinkommt. Man hat hier eine Tasche, ziemlich groß. Hier eine Tasche, recht groß. Hier eine Tasche mit Reißverschluss, auch ziemlich groß. Also Leute. Und dann hier wieder mit Reißverschluss, hier mit Reißverschluss. Und dann hat man hier, ich zeige es euch mal von nahem. Hier kann man aufmachen und dann Winddurchlässe, wo man halt irgendwie die Belüftung hat. Dann kann man hier die Ärmel anpassen, dass sie ein bisschen enger anliegen. Und hier habe ich halt eben ein paar andere Protektoren ran gemacht von der alten Jacke. Ansonsten wirklich sehr cooles Ding. Auch hier an der Hüfte kann man es enger machen. Verarbeitung, also wirklich, es fühlt sich sehr gut an. Qualitativ wirklich ziemlich gut. Habe es jetzt wirklich ein paar Mal angehabt. Wirklich tipptopp. Es war halt Aktion. Also es stand irgendwie im Ausverkauf. Dann habe ich es mir halt irgendwie ergattert. Und also mir gefällt halt die Marke und sie macht auch qualitativ einen guten Anschein. Und deswegen will ich mal hier auch bei dem bleiben. Und will mal schauen, wie es mit Alpinestars so ein bisschen aussieht. Dann Handschuhe musste ich auch wieder neue besorgen, da ich ziemlich fette Finger und Hände bekommen habe. Also ich bin aufgebläht wie ein Ballon. Da musste ich auch auf eine Nummer größer switchen. Es sind Sommerhandschuhe, Alpinestars Faster. Die habe ich noch ganz neu, die habe ich auch noch nicht zum Fahren angehabt. Nee, ich glaube nicht. Aber auch überall Schutz. Es fühlt sich halt wirklich sehr schön an. Es ist so, ja, ich weiß auch nicht, der Stoff ist irgendwie vergleichbar mit irgendwie, ja, fast schon mit einem Taucheranzug. Anscheinend thermo, winddicht. Man schwitzt nicht so viel. Also es reguliert irgendwie die Temperatur. Für das Handy mit so einem Touch bla bla bla. Hier ein rutschfestes Material, damit man am Gashahn oder am Hebel allgemein nicht irgendwie rutscht. Verstärkungen hier hinten und hier auch rutschfest. Also ziemlich durchdacht. Und wirklich, also wenn man sie anhat, sehr bequem. Dann, ich fahre immer mit einem Schlauchschal.
Den habe ich für mich und für meine Jungs mal machen lassen. Man sieht halt schon, den habe ich schon seit Beginn. Und ja, die Farbe lässt nach. Aber es ist wirklich ein guter Schlauchschal. Bei mir ist halt, ich habe eine Allergie, eine Insektenallergie. Und ich habe keinen Bock, dass irgendwie bei der Fahrt eine Wespe oder so bei mir irgendwie hier in den Kragen reingeht oder so. Wirklich keinen Bock drauf. Und aus diesem Grund fahre ich immer mit einem Schlauchschal. Also ich denke, ja, es hält auch ziemlich fest den Wind ab, also irgendwie in diesem Bereich. Aber mir geht es halt wirklich effektiv darum, dass keine Viecher irgendwie reinkommen. Und dann kommt der Helm. Der ist ja relativ neu. Den habe ich ja letzte Saison besorgt. Ja, der andere ist auch wieder, also am Kopf ist auch. Also ich habe auch hier extrem zugenommen. Und da musste auch wieder was Größeres her. Ich hatte mal ein Unboxing mit dem gemacht und der ist ja anscheinend der günstigste Carbon-Helm, den es auf dem Markt gibt. Es ist die SMK Titan Nero Carbon. Leicht, etwa 1600 Gramm. Ja, 1650 Gramm. Gut, also ich schätze mal mit der Sena dran 1700. Mit der Sena und den Lautsprechern. Keine Ahnung, vielleicht 1700, eventuell 1750. Aber es ist halt ein bisschen schwerer als vielleicht die gängigen Carbon-Helme, weil der so noch ein Innenvisier hat, also eine Sonnenblende. Und die sind ja dann halt automatisch auch ein bisschen schwerer, weil da ein bisschen mehr drin verbaut ist. Also der ist halt nicht so leise wie der letzte Helm, den ich hatte. Das war die IXS 1100, aber trotzdem sehr angenehm, sehr bequem und auch die Belüftung finde ich auch gut. Also ich schwitze wirklich nicht so viel da drin. Auch der Blickumfang ist wirklich ziemlich viel, also man sieht recht viel. Ja, mit Notschlaufen, um das ganze Innenfuttering schnell rauszunehmen. Außerdem hier noch, das leuchtet dann auch, wenn die Scheinwerfer drauf kommen. Und der Stoff ist wirklich anbequem, also so sehr bequem, fühlt sich sehr schön an. Ja, und das wäre der Helm. Also so sieht meine momentane Ausrüstung aus. Im Moment sehr happy. Klar, es gibt jetzt so 1, 2 Sachen, die ich noch nicht oder noch selten benutzt habe. Aber wirklich im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr happy. Ja, also zu den älteren Sachen auch. Der erste Saison irgendwie zu überbrücken und zu gucken, ob man irgendwie bei diesem Hobby bleibt, ist okay. Kann man irgendwie auf günstige Sachen gehen. Da halt die auch genormt sind, müssten die ja auch irgendwie halten, wenn irgendwie etwas passiert. Aber Zeug geht halt schnell kaputt. Also Leute, also nicht nur die Schuhe, auch die Jacke. Ich blende euch mal hier die eine Jacke, die ich hatte. Die habe ich jetzt auch irgendwie 2 Saisons angehabt und die hatte ich nicht mal so viel an, weil ich eher mit dem Hoodie gefahren bin. Und schon bei der 2. Saison ging der Reißverschluss von der Seitentasche kaputt und. Also die Reißverschlüsse, die gingen ziemlich schnell kaputt und nee, also wisst ihr, wenn ich mein Zeugs nicht mal irgendwie sicher verstauen kann, dann was soll ich dann damit machen? Und beim Hoodie auch, der Hoodie, der verblasste schon nach der ersten Saison. Der war schwarz und Ende Saison war der nur noch braun. Und bei der hatte ich auch Probleme mit den Taschen. Also die innere Tasche, da gingen die Nähte auf.
Konnte somit auch die Innentasche nicht mehr benutzen. Der Reißverschluss an der Seitentasche ging auch kaputt. Man vertraut dann einfach irgendwie dem Material nicht so. Eben wie gesagt, ja, sie sind zwar genormt, aber ja. Also ich würde den Fehler nicht nochmal machen und auf günstiges Zeugs gehen. Dann schaue ich lieber, dass ich irgendwie etwas im erschwinglichen Bereich habe, mittelmäßig, und gucke irgendwie nach Aktionen, nach Rabatten. Und wenn dann da irgendetwas im Ausverkauf steht, dann schnappe ich halt so irgendwie nach etwas. Zum Beispiel jetzt bei der Jacke, da habe ich wirklich ein Schnäppchen ergattert. Da habe ich um die 70 € gespart insgesamt. Ich denke, die wird dann auch ziemlich lange auch halten. Also ich werde jetzt wahrscheinlich wirklich sehr lange nichts mehr benötigen oder austauschen müssen. Deswegen, ja, dachte ich, mache ich jetzt mal das Video, wie so der Endzustand aussieht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte auch euch ein bisschen irgendwie was Nützliches mitgeben. Ja, und dann denke ich mal, sehen wir uns im nächsten Video. Schaltet wieder ein, lasst ein Like da, abonniert den Bums und gebt auf euch Acht. Güle güle.